Grüße an alle mit Benzin im Blut und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von It's a Mod World. Heute machen wir einen auf Skandinavisch, denn wir schauen uns den Ring Knutstorp an, der sich in Kageröd befindet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Haut mich nicht, wenn es nicht richtig war. Das ist im äußersten Süden Schwedens. Diese Strecke ist außerhalb von Schweden nicht sehr bekannt. Sie wird auch nicht nächstes Jahr zum DTM-Kalender hinzugefügt oder sowas. Es ist nur, dass es eine unglaubliche Strecke ist. Ein Freund sagte mir, ich sollte sie mir ansehen und lass mich dir das schon mal sagen, sie ist verrückt. Als ich rausfand, dass es eine Mod für R-Faktor 2 für Knutstorp gibt, dachte ich mir, dass es eine gute Idee wäre, wenn wir sie gemeinsam testen. Um es mir einfacher zu machen, werde ich die Strecke Knut nennen, weil Knutstorp nicht gut, zumindest von meiner Zunge rollt. Auch weil Knut schön klingt. Klingt nach einem guten Freund und vielleicht will Knut mein Freund sein? Nun denn. Für alle, die Portimao langweilig finden, zu einfach, schaut euch Knut an. Hier muss man die Scheitelpunkte riechen. Vorsichtig hier. Hui! Seht ihr? Und ich verliere das Auto. Und dann Monster wie das hier. Der Korkenzieher in Laguna Seca? Bitte lächerlich. Ich mag das Detail in der Mod, dass die Bordsteine arg verbraucht sind. Die Farbe ist nicht neu. Ich halte mal an einem, um es euch zu zeigen. Hier, seht ihr? Der Curb ist nicht frisch gestrichen. Er ist alt. Ich habe irgendwo gelesen, dass diese Piste auch für Rallycross benutzt wird. Und in der Mod gibt es einige fahrbare Sandteile. Seht ihr das hier? Das sieht ganz so aus, als ob es für Rallycross wäre. Ich habe den größten Respekt vor all den tapferen Männern und Frauen, die hier fahren. Seht euch das an! Ich habe ein ähnliches Problem wie in Marrakesch, weil die stereoskopische Sicht auf der virtuellen Realität etwas daneben wirkt, leicht unscharf. Es ist nicht so schlimm wie bei Marrakesch und es ist nicht so schwindelerregend wie Marrakesch. Also kann ich immer noch ohne Probleme fahren. Es kann gut sein, dass einige alte Mods nicht richtig funktionieren oder aus welchem Grund auch immer die Mod-Programmierer der Sim nicht genug Informationen geben. Die Rückspiegel hier zeigen alles ziemlich scharf. Natürlich, weil sie es in 2D zeigen und das Auto selbst ist auch scharf zu sehen. Also ist es nur die Strecke, die nicht zu 100% scharf aussieht. Oh, ich habe den Motor kaputt gemacht. Ich habe den Motor kaputt gemacht. Warum ist der Motor kaputt? Da wächst Gras in meinem Auto. Wenn Laguna Seca und Portimao
ein Kind hätten, The lap was a 1:21.44. würde es wie Knut aussehen. Fahrt die Strecke zuerst auf einem Kart ab That was a 1:19. und dann mit dem GT-Auto oder einem Einsitzer. Das Kart gibt euch genügend Zeit, euch die Strecke zu merken und zu lernen, wo was schief gehen könnte, während es Fehler leicht verzeiht, die ihr machen werdet. Und wie üblich zeige ich euch die Strecke, aber hört genau zu, denn es ist nur eine Minute. Wir haben eine Rechtskurve und eine weitere Rechtskurve, die man jedoch wie eine einzige Kurve nehmen kann, wenn man sich richtig anstellt. Wieder rechts und dann abwärts eine kleine Rechtskurve, gefolgt von einer kleinen linken und einer rechten. Und vorsichtig hier, gut bremsen, links und ein wenig Gas geben, aber dann runter auf den ersten Gang, links, dann hoch, vorsichtig hier. Und die hier ist eine sehr enge Kurve nach rechts. Ein wenig Gas, links und rechts wieder, es geht bergab. Und vorsichtig hier, denn es geht sehr steil nach unten, rechts. Wir sind in der Nähe des Korkenziehers, links und rechts. Und nach ungefähr einer Minute sind wir wieder da. The lap was a 1:09. Dies ist eine sehr schnelle Strecke, sehr schwierig. Ihr müsst euch sehr konzentrieren. Erinnert ihr euch, wie ich mich am Anfang gefragt habe, ob Knut unser Freund wird? Nun, Knut ist wie dieser echte Freund, der in Zeiten der Not da ist, aber nicht einfach zu handhaben ist. Den du sehr magst, aber du weißt, dass er oder sie eine Menge Probleme hat. Das ist Knut. Es ist eine unglaublich schwierige, unglaublich schnelle, ziemlich kurze Strecke, die dein Fahrstil auf die Probe stellen wird. Sie ist absolut niemals nie für Anfänger, macht aber viel Spaß. Diese Kurven, diese Hänge, diese Höhen und Tiefen. Wenn ihr Portimao mögt, wenn ihr Laguna Seca mögt, wenn ihr Dijon mögt, dann seid ihr bei Knut richtig. Wie gesagt, habe ich leichte Probleme auf meinem VR-System, aber sie sind bei weitem nicht so schlimm wie die ich mit Marrakesch hatte. Wenn ihr euch einem Test eurer Fähigkeiten als Rennfahrer unterstellen wollt, holt euch Knutstorp, es macht eine Menge Spaß. Die Piste ist aber sehr schwierig, seid bereit, Wochen beim Lernen zu verbringen oder noch länger, bis ihr sie gut fahren könnt. Aber die Genugtuung, wenn ihr das geschafft habt, wenn ihr diese Strecke gemeistert habt, wenn ihr sie schnell fahren könnt, wird großartig sein. Die Strecke ist fantastisch. Ich schulde meinem Freund ein Bier, der mir sie empfohlen hat. Die Mod ist ziemlich gut, hat sehr schöne Details. Wie gesagt, ist VR etwas unscharf, aber nicht so schlimm, um mich davon abzubringen. Das wäre alles für heute. Wenn euch dieses Video so sehr gefallen hat, wie ich Knut genossen habe, seid so nett und hinterlasst einen Like. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt und wir veröffentlichen 2 Videos pro Woche, abonniert und vergesst nicht auf die Glocke zu klicken. Und bis zum nächsten Mal. Spart Sprit, sammelt Pickup und wir sehen uns auf dem Podium. Besucht romrom.net, um mit anderen Fahrern und Fans in Verbindung zu kommen.